Hallo zusammen, mein Name ist André Wanja, ich bin Produktmanager für Konstruktionsprodukte bei Sofistic und ich freue mich, Ihnen heute SofiCAD vorstellen zu können. In diesem Vortrag werden wir uns mit den grundlegenden Aspekten der Erstellung von Bewerbungsplänen mit SofiCAD OEM beschäftigen. SofiCAD OEM ist ein eigenständiges Programm, das die Erstellung von Bewerbungsstäben und Mattenbewerbung ermöglicht. Es beinhaltet auch Werkzeuge für die automatische Generierung von Flächenbewerbung, Mengenlisten und viel mehr. Die SofiCAD-Bewerbungsobjekte sind vollständig kompatibel mit AutoCAD-Befehlen und Workflows, wodurch SofiCAD intuitiv und einfach zu bedienen ist. Die Unterstützung von Funktionen wie Kopieren in Zwischenablage und Strecken bietet eine enorme Wiederverwendbarkeit für unsere fertigen Pläne und Ansichten, was eine höhere Produktivität bedeutet mit kürzeren Arbeitszeiten in unseren zukünftigen Projekten. Die große Auswahl an grafischen Optionen, die Flexibilität der Beschriftungsfelder und die Möglichkeit, die geometrischen Eigenschaften von Bewerbungsstäben und Matten zu definieren, ermöglicht SofiCAD die Unterstützung der Erstellung von Bewerbungsplänen in jeder nationalen Norm mit metrischen Einheiten. In diesem Webinar erhalten Sie einen allgemeinen Überblick über den Arbeitsablauf der Bewerbung in SofiCAD. Wir beginnen mit der Auswahl einer der vorkonfigurierten SofiCAD-Vorlagen. Sobald wir uns in einer Zeichnung befinden, können wir auf die Multifunktionleiste zugreifen. Wie wir auf dem Bildschirm sehen, hat es 4 Hauptbereiche: Befehle zur Erstellung und Änderung für Bewerbung und Matten, gemeinsame Funktionen für Bewerbungsstäbe und Matten wie Stabzuordnung oder Stabslisten und die Einstellungsmenüs. Bevor wir beginnen, stelle ich den Standard für die Biegeformen auf ISO und aktiviere die reale Darstellung der Stäbe. Das erste, was wir brauchen, um mit der Erstellung von Bewerbung anzufangen, sind Schalungslinien. Ich werde die Rechtecke so zeichnen, als wäre sie die Draufsicht und Schnitt einer Platte. Nun können wir diese Linie als Referenz für die Definition der Bewerbungsposition verwenden. Ich beginne mit der Erzeugung der Randbewerbung im Schnitt. Diese grüne Linie ist das Hauptprofil. Dieses Objekt ist verantwortlich für die geometrische Definition der Bewerbungsposition. Es verfolgt auch durch die Gesamtstückzahl seiner Positionen, die bisher erzeugt wurden. Das Gelbe ist ein Auszug in der Schalung. Diese ist nur eine grafische Darstellung des Bewerbungsstabs, das hat keinen Einfluss auf die Gesamtzahl der Positionen. In der Tat, wenn ich es spiegele, die Gesamtzahl der Elemente bleibt 0. Um die Elemente zu zählen, müssen wir beschriften mit Hilfe von Verlegebefehlen. SofiCAD berücksichtigt nur die Anzahl der Elemente, die von den Beschriftungen Bewerbung angezeigt werden. Wenn die Beschriftungen keine Anzahl anzeigen, dann wird nichts gezählt. Wenn wir Bewerbungsstäbe in einem bestimmten Intervall verlegen wollen, brauchen wir den Befehl linear verlegen Pfeil. Durch Auswahl der Verlegelänge und des Abstandes zwischen den Stäben können wir eine lineare Verlegung erzeugen. Die benötigte Anzahl von Stäbe, um die gewählte Länge abzudecken, ist automatisch errechnet. Bei der Überprüfung der Hauptauszug sehen wir, dass die Gesamtstückzahl richtig erhöht hat. Um die anderen Kanten zu bewähren, können wir etwas Zeit sparen und die Verlegungen spiegeln oder einige automatische Befehle wie Polyverlegung verwenden. Für Flächenbewerbung können wir auch den Befehl Pfeil jeden Stab manuell definieren oder wir können den Befehl über AS-Werten verwenden, um sie automatisch generieren zu lassen. Dieser Befehl berechnet die Überlappungslängen und gibt uns Möglichkeit festzulegen, wo die Überlappung gemacht werden muss. Außerdem kann er die Ergebnisse der Struktur von Sofistic einlesen und die erforderliche Bewerbung automatisch generieren. Ich empfehle Ihnen, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren und das Video anzusehen, in dem dieser Befehl vorgestellt wird. Falls wir Matten verwenden, ist die Vorgehensweise ähnlich.
In diesem Beispiel verwenden wir den Befehl Polygonal-Mattenverlegung, um ein Mattenfeld innerhalb der Grenzen zu erzeugen, die durch eine Polylinie definiert ist. Wie jedes andere SofiCAD-Bewehrungsobjekt können wir Mattenfelder einfach über die Option Info Edit bearbeiten oder mit AutoCAD-Änderungsbefehlen geändert werden. Nach der Generierung der Bewehrung können wir eine Bewehrungsliste für die Produktion erstellen. SofiCAD bietet auch ein Werkzeug, die Ansichten aus einem Revit-Plan in eine DWG-Datei importiert. Jede Ansicht wird in einer eigenen Datei gespeichert und dann werden sie alle mit der aktiven Zeichnung als externe Referenz verlinkt. Jetzt können wir mit der Erstellung unserer Bewehrung wie gewöhnt anfangen. SofiCAD erkennt Schallungslinien auch in externen Referenzen. So können wir damit die Geometrie von Stäben oder Bügelmatten definieren. In diesem Beispiel erzeugen wir die Bewehrung für ein Fundament. Wir haben die unterste Lage erzeugt und dann haben wir sie als Vorlage verwendet, um den anderen Bauteilen schneller zu bewähren. Die Befehle kopieren und ändern, spiegeln und strecken sind gute Werkzeuge, um unsere Produktivität zu verbessern und Fehler zu vermeiden. Falls Änderungen am Revit-Projekt vorgenommen werden sollten, würde das erneute Exportieren des Plans automatisch die DWG-Datei aktualisiert. Die Bewehrung kann dann einfach angepasst werden. Sobald die Änderungen durchgeführt sind, können wir einen Differenzplan erstellen, die aktuelle DWG-Datei mit der vorherigen vergleicht und nur die geänderten Elemente gelistet sind. Ich hoffe, ich habe einen guten Überblick über die Möglichkeiten von SofiCAD gegeben. Lassen Sie uns ein wenig mehr in Details gehen. Zeige ich Ihnen weiter, wie Sie die Hauptprofile in SofiCAD erstellen können. Alle Befehle, die zum Erstellen von Biegeformen nutzen, finden sich hier. Auf der linken Seite ist der Registerkarte Stabstahleingabe. Der Befehl Stabstahlauszug ruft das zuletzt erstellte Biegeform wieder auf. Diese Icons sind ein schneller Zugriff auf die meistens benutzten Biegeformen. SofiCAD kann automatisch Bewehrungsgeometrien nach den Normen DIN und ISO erkennen. Wenn Sie eine Norm auswählen wollen, öffnen Sie bitte das Menü Parameter und gehen Sie auf den Reiter Normen. Wählen Sie dann in Biegeformen-Fenster die gewünschte Norm aus. In diesem Webinar werden wir mit ISO arbeiten. Ein weiterer Parameter, den wir definieren sollten, bevor wir unser Projekt starten, sind die Materialien. Ebenfalls im Menü Parameter, aber diesmal auf der Registerkarte allgemein, finden wir die Felder zur Eingabe der gewünschten Materialien für Bewehrungsstäbe, Matten und Beton. Lassen Sie uns ein paar Bewehrungsstäbe nur mit freien Punkten erzeugen. Nach einem Klick auf den Knopf erscheint das Erstellungsmenü. Dort können wir den grafischen Stil des Elements und seine geometrischen Eigenschaften wie Durchmesser oder Material sehen. Wir können sogar einen anderen Biegeform auswählen. Wenn Sie auf diesen kleinen Knopf klicken, wird eine kleine Vorschau des Biegeformes angezeigt. Nachdem wir unsere Bewehrungsstab eingerichtet haben, können wir in den Befehlszeile die Option Punkte auswählen nutzen. Diese Option erlaubt es uns, Punkte anstelle von Linien für die geometrische Definition und Positionierung des Stabes auszuwählen. Für die Länge jedes Teils können wir wählen, ob wir einen Punkt auszuwählen oder die gewünschte Länge mit der Tastatur tippen. Diese Methode kann nützlich sein, wenn wir die Abmessungen der Stabform bereits kennen. Im Standardfall werden wir sie aber nicht kennen, deshalb werden wir in der Regel Schallungslinien als Referenz verwenden wollen. Dazu rufen wir wieder die gewünschte Geometrie auf, aber diesmal schauen wir uns die Optionen an, die SofiCAD uns bei jedem Erstellungsschritt über die Befehlszeile anbietet. Die erste Option ist Schallung. Schallung erzeugt einen Bewehrungsstab mit der gleichen Länge der Linien abzüglich der Betondeckung auf beiden Seiten. Nach Auswahl der Linien können wir unsere Eingabe mit Enter oder Leertaste bestätigen. Parallel fragt nach einer Linienreferenz, zu der die Linie parallel sein soll, und nach zwei Referenzlinien oder Punkten, um deren Anfang und Ende zu definieren.
Es gibt mehrere Optionen, um den Start und das Ende zu definieren. Diese Optionen finden Sie auch in der Befehlszeile. Mit mittig fragt das Programm nach einer Referenzlinie, zu der sie parallel sein soll, und nach einem Wert für die Ausdehnung auf beiden Seiten. Dies ist ideal für die Erstellung von Randbewehrungen, die verankert werden müssen. Über die Option in der Befehlszeile Verankerung Überlappung können wir die benötigte Verankerung von Sophistic berechnen lassen. Mit Senkrecht nehmen Sie als Referenz eine Linie, zu der Sie einen Senkrechtwinkel bilden wollen. Für die Definition Ihres Endes können wir ebenfalls die verschiedenen Optionen an der Befehlszeile verwenden. Die Anzahl der verfügbaren Optionen in der Befehlszeile hängt von der Bewährungsform ab, die erzeugt wird. Falls wir nicht normierte Biegeformen erzeugen wollen oder wenn wir nur Formen erstellen wollen, die Referenzlinien folgen, gibt es zwei Befehle dafür. Der erste ist x1. Mit diesem Befehl können wir jede Polylinie in einer Position in der Schalung mit ihrem entsprechenden Auszug definieren. Dieser Arbeitsablauf ist sehr hilfreich, wenn wir die Schallungslinien versetzen möchten, um unsere Bewährung zu erzeugen. Für den Fall, dass wir eine Bewährungsform mit der gleichen Geometrie wie eine bestehende Form erzeugen, erzeugt Sofficad eine Auszugkopie anstelle eines regulären Auszugs. Wenn wir ohne versetzte Linien vorgehen wollen, bietet uns der Befehl x2 einen Arbeitsablauf, um sequenziell Kanten in einer Geometrie auszuwählen und schließlich einen Auszug in der Schalung und einen Hauptauszug erzeugen. Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, dass Hauptauszüge und die Auszüge in der Schalung assoziativ sind. Das bedeutet, dass jede Änderung in einem automatisch den Rest der Elemente modifizieren wird. Wenn wir ein Element erzeugen, das einem bereits existierenden ähnlich ist, wird Sofficad uns fragen, wie wir vorgehen wollen. In diesem Beispiel habe ich mich entschieden, eine neue Position zu erzeugen, anstatt die vorhandene zu verwenden. Das ist alles, was Sie wissen müssen, um mit dem Erstellen von Stabformen in Sofficad zu beginnen. Im nächsten Kapitel zeige ich Ihnen, wie Sie effizient Bewährungsstäbe verlegen können. Bewährungsverlegen helfen uns, die Positionen, die wir im letzten Kapitel erstellt haben, richtig zu zählen und darzustellen. Beginnen wir mit dem einfachsten, dem Zeiger. Im Erstellungsmenü können wir unter anderem die Stückzahl konfigurieren, die dieser Zeiger zählen soll. Wir wollen diesen Zeiger als Beschriftung für die Position 3 im Schnitt AA hinzufügen. Dazu müssen wir die entsprechende Positionnummer eintippen oder wir können durch einen Klick auf diesen kleinen Button das zu beschriftende Element auswählen und Sofficad liest dessen Kennzeichen für uns ein. Nach dem Erstellen eines Bewährungsverlegung oder eines anderen Sofficad-Bewährungsobjektes können Sie dessen Eigenschaften jederzeit über die AutoCAD-Eigenschaften oder über das Info-Edit-Menü ändern. Das Menü Info-Edit kann durch einen Doppelklick auf das Element oder durch einen Rechtsklick mit der Maus geöffnet werden. Im Moment weiß ich noch nicht, wie viele Stück dieser Position ich brauchen werde. Deshalb entscheide ich mich, die Einsage des Parameter Anzahl auszublenden. Genauso gehe ich bei den Positionen 1 und 2 vor. Ich empfehle die Befehle kopieren, spiegeln und strecken so oft wie möglich zu verwenden, um unsere Effizienz zu erhöhen.
Um nun die Anzahl der Bewährungsstäbe von Position 3 zu erfahren und deren Darstellungen zu erzeugen, werden wir eine lineare Bewährungsverlegung erzeugen. Lasst uns den Befehl Pfeil aufrufen. Das Erstellungsmenü sieht aus wie der Zeiger, aber hier gibt es eine zusätzliche Option, um den Ansichtstyp des Bewährungsstäbe zu setzen. In diesem Fall erstellen wir die Stäbe als Ansicht. Genau wie bei dem Auszug werden wir Schallungslinien als Referenz verwenden. Wir wählen die Linie aus, auf der unsere Bewährungsstäbe senkrecht stehen müssen. Um den Endpunkt der Darstellung zu setzen, haben wir ebenfalls mehrere Optionen, die alle in der Befehlleiste angezeigt werden. Lass uns nun als Beispiel eine Bewährungsverlegung mit der gleichen Konfiguration erstellen, aber mit einer parallelen Bezugslinie. Ich teile diese Verlegung in der Mitte. Nachdem wir die Verlegung fertiggestellt haben, können wir feststellen, dass Soficat bereits die benötigte Anzahl von Stäben berechnet hat. Soficat würde die Anzahl neu berechnen, wenn wir die Eigenschaften der Bewährungsverlegung ändern. Lineare Bewährungsverlegungen sind standardmäßig nicht mit dem Auszug assoziativ. Das heißt, wir können ihre Darstellung ändern, ohne die Geometrie der entsprechenden Position zu beeinflussen. Aber wenn wir wollen, können wir ihre Assoziativität über die Option Stab als Profil aktivieren. Der nächste Schritt in unserem Projekt ist die Darstellung der Position 1 und 2 in der Schnittansicht. Dazu müssen wir eine Verlegung mit einer festen Anzahl von Stäbe erzeugen, in diesem Fall 4 Stäbe. Anstelle eines Stabsteinendes als Eingabe übernimmt Schnittbefehl eine Anzahl von Stäben entgegen. Diese werden äquidistant entlang der Referenzlinie platziert. Wie in den vorherigen Beispielen können wir den Befehl Spiegeln verwenden und die Eigenschaften bearbeiten, um effizienter zu sein. Schauen wir uns zum Schluss noch die Gesamtzahl der Stäbe an. Für die Positionen 1 und 2 sind zu viele Stäbe gezählt. Das liegt daran, dass Soficat die verschiedenen Darstellungen desselben Objekts auf einem Plan nicht erkennen kann. Das können wir leicht mit dem Befehl Multiplikatorfläche mit dem Wert 0 korrigieren. Wenn wir die Objekte des Schnittes mit der Multiplikatorfläche mal 0 umgeben, werden sie von Soficat nicht mitgezählt und die Gesamtzahl der Elemente ist dann richtig. Und grundsätzlich, das war's mit Verlegungen. Im nächsten Kapitel zeige ich Ihnen, wie Sie bestehende Bewährungen einfach bearbeiten können. Wenn Sie ein Soficat-Objekt auswählen, wird dessen Kontextmenüleiste angezeigt. Dort finden wir die notwendigen Befehle, um seine Geometrie zu verändern. Beginnen wir mit dem Hinzufügen von Haken an der Position mit Kennzeichen 1. Dazu können wir entweder einen Hauptauszug oder einen Auszug in der Schallung auswählen. Nun sehen wir die Symbole der Haken im Kontextmenü. Indem wir einen Hakentyp auswählen und dann neben ein Ende des Stabs klicken, wird ein Hakentyp erzeugt.
Genauso können wir vorgehen, um Kupplungen hinzuzufügen. Wenn wir Teile zu einer bestehenden Position hinzufügen wollen, benötigen wir den Befehl Schenkel hinzufügen. Dann müssen wir die Richtung und die Länge des Schenkels eingeben. Jede Geometrie ist veränderbar, indem man ihre Griffpunkte streckt. Wenn wir aber einen bestimmten Wert für einen Schenkel eingeben wollen, können wir mit dem Befehl Teillänge editieren eine Länge über die Tastatur eingeben. Auch Biegedurchmesser sind in Soficar editierbar. Den entsprechenden Befehl finden Sie in einem Dropdown-Menü auf der Registerkarte Stabstall editieren. Um die Effizienz bei der Erstellung von Bewerbungsplänen in Soficar zu maximieren, bietet sich das Kopieren bestehender Ansichten an. Mit Hilfe der Befehle Spiegeln und Strecken kann eine Ansicht der Bewährung so modifiziert werden, dass sie in andere Strukturen passt. Bei der Arbeit mit kopierten Ansichten müssen wir auf die Assoziativität der Elemente achten. Eine gute Möglichkeit, die ursprüngliche Ansicht nicht wesentlich zu verändern, ist die Verwendung des Befehls Kopieren und Modifizieren. Dieser Befehl erlaubt es uns, schnell neue Positionen mit den gleichen Eigenschaften, aber unabhängig von der ursprünglichen zu erstellen. Das heißt, wir können nun deren Eigenschaften ohne Risiko vollständig verändern. Soficat bietet auch Werkzeuge für Verwaltung der Positionen. Wenn wir verschiedene Kennzeichen zuweisen wollen oder Lücken in der Positionierung-Markierungsliste automatisch füllen wollen, können wir den Befehl Neu positionieren verwenden. In diesem Projekt werde ich jedem Element ein neues Kennzeichen zuweisen, beginnend mit der Nummer 100. Wie in den vorgangenen Beispielen gibt es mehrere Optionen für Ausführung dieses Befehls. Diese Optionen werden in der AutoCAD-Befehlszeile angezeigt. Eine weitere interessante Funktion, um die Bewährung in unserem Projekt zu steuern, ist Bauteile blättern. Jede Bewährungsverlegung, jeder Bewährungszeiger und jede Matte kann an einem Bauteil zugewiesen werden. Später können wir für jeden Bauteil separate Bewährungslisten erstellen. Um einen Bauteil zu erzeugen, müssen wir in das Menü Parameter gehen und den Reiter Allgemein öffnen. Dort können wir die benötigten Membernamen hinzufügen. Wenn wir fertig sind, können wir diese Member unserer Bewährung zuweisen, indem wir den Befehl Zuweisen klicken. Der zugewiesene Bauteil kann über die AutoCAD-Eigenschaften oder über das Info-Edit-Menü überprüft werden. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch eine alternative Möglichkeit zeigen, wie Sie die Auszüge einrichten können. Mit dem Befehl Raster Stabstall können wir alle Auszüge auf dem Modell entfernen und sie alle zusammen in einem Rastersystem platzieren. Die Abmessungen des Rasters können wir so verändern, dass sie in unserem Plan passen. Sie können auch unabhängige Raster für jede Bauteil erstellen. Ich hoffe, Sie finden nützlich die Werkzeuge, die Sofica zum Ändern der Bewährung bietet. Im nächsten Kapitel zeige ich Ihnen, wie Sie in Soficat Matten verlegen und definieren können. Matten können auf drei Arten verlegt werden.
als Einzelmatte, als Mattenreihe oder als Mattenfeld. Ich beginne mit der Erstellung eines einzelnen Matten. Im Eingabemenü müssen wir den Mattentyp auswählen, danach drücken wir auf OK und verlegen das Mattenfeld. Zum Platzieren von Matten können wir durch Aktivieren des Eye-Cursor wählen, ob wir Schallungslinien oder freie Punkte verwenden wollen. Der Griffpunkt kann auch durch Klicken auf einer der Punkte des Mattensymbols ausgewählt werden. Um die Matte zu platzieren, wählen wir zwei Referenzlinien, eine für jede Achse. Ein einzelnes Matte kann in eine Mattenreihe umgewandelt werden, indem man einfach einen seiner Griffpunkte streckt. Auf die gleiche Weise kann eine Mattenreihe in ein Mattenfeld umgewandelt werden. Wir können die Verlegung oder jede andere Eigenschaft über das Info-Edit-Menü ändern. Mit dem Befehl Auflösen können wir diesen Prozess umkehren und Felder in Reihe bzw. Reihe in einzelnen Matten umwandeln. Über Info-Edit können wir wählen, ob eine ganze Reihe oder jede Matte einzeln angezeigt werden soll. Wir können auch direkt ein Mattenfeld erstellen, ohne mit einer einzelnen Matte beginnen zu müssen, indem wir den Befehl Matten allgemein aufrufen. Für polygonale Fläche die schnellste Möglichkeit ist der Befehl Polygonales Mattenverlegung. Mit diesem Werkzeug können wir eine geschlossene Fläche auswählen und automatisch ein Mattenfeld erzeugen, das nach diesen vier Kriterien optimiert werden kann. Zusätzlich bietet das polygonale Mattenverlegung die Möglichkeit, einzelne Matte zu löschen oder zu bearbeiten. Diesen Befehl finden Sie im kontextuellen Menüreiter. Es werden auch Bügelmatten unterstützt. Der Arbeitsablauf für Bügelmatten ist dem von Bewährungsstäben sehr ähnlich. Zuerst definieren wir die Form der Matten mit Hilfe von Schallungslinien. Danach verlegen wir die Bügelmatten mit dem Befehl Mattenreihe. Wir beginnen mit der Auswahl der Kennzeichen für die Matte, die wir verlegen wollen, und dann mit deren Ansicht. In diesem Beispiel wollen wir die Draufsicht der Matte darstellen, also wird unsere Mattenreihe einen Meter breit sein. Es werden 12,9 Matten benötigt, deswegen wird zusätzlich noch eine Mattenkennzeichen für die dezimale Streckung definiert. Dabei erzeugen wir einen neuen Auszug für die neue Mattenreihe und die entsprechende Einzelmatte neben der Reihe. Jetzt haben wir genau 12 Matten mit Kennzeichen 25 und eine mit Kennzeichen 26. Die verfügbaren Mattentypen werden durch die Ländereinstellungen, die wir verwenden, dargestellt. Im Moment arbeite ich zum Beispiel mit den deutschen Einstellungen. Wenn ich auf den USA-Standard umschalte, ändert sich der zu verwendenden Matten. Die Definition der Matten für jeden Standard wird in den entsprechenden INI-Datei gespeichert. Wenn wir einen bestehenden Typ bearbeiten oder neue Typ hinzufügen müssen, können wir dies durch Modifizierung der INI-Datei tun. Diese finden Sie in Installationsordnern von Soficat.
Falls wir nicht standardisierte Mattentypen benötigen, muss die geometrische Definition im Bewährungsplan angegeben werden. Wir können sie mit dem Befehl Listenmatten definieren. Eine Voraussetzung für die Verwendung dieses Befehls ist die Verknüpfung unserer DWG mit einer Datenbank. Eine Datenbank kann einfach mit dem Befehl Titelblock erstellt werden. Geben Sie einfach einen Projektnamen ein und speichern Sie die Zeichnung. Sobald wir eine Datenbank haben, kann der Befehl Mattenliste aufgerufen werden. Dann müssen wir die benötigten Mattenparameter eingeben und OK klicken. Nun ist der definierte Mattentyp in der Liste der verfügbaren Mattentypen aufgenommen worden. Wenn wir eine Bewährungsliste erzeugen, wird die Definitionstabelle der Listenmatten erstellt. Falls wir eine unregelmäßige Mattenkonfiguration benötigen, kann dies durch den Befehl Zeichnungsmatten erreicht werden. Wir fangen an mit einer Mattenvorlage, einer auf schon verfügbare Mattentypen, die der benötigten endgültigen Matte so ähnlich wie möglich ist. Nach dem Aufruf des Befehls und der Auswahl der Vorlage wird der Skizze-Modus aktiviert. Nun können wir den Änderungen fortfahren. Wenn wir fertig sind, klicken wir Fertig und benennen wir den neuen Mattentyp. Die Mattenbemassung kann in jeder Instanz der Mattentyps ein- und ausgeschaltet werden. Wie die anderen Mattenarten ist auch die von uns erstellte Mattentyp sofort für unser Projekt einsatzbereit und wird in die Bewährungslisten exportiert. Ich hoffe, Sie finden den Workflows, das Sophicat bietet, um Mattenfelder zu erzeugen und neue Mattenarten zu definieren, nützlich und Sie können es sofort in Ihr Projekt umsetzen. In folgenden Kapiteln zeige ich Ihnen, wie Sie Beschriftungsstile und grafische Konfiguration der Bewährungsobjekte in Sophicat bearbeiten und als Standard einstellen können. Lass uns mit der Beschreibung von Labels anfangen. Jedes Bewährungsobjekt hat eine Beschriftungsstil-Eigenschaft. Wir können herausfinden, welchen Beschriftungsstil ein Element verwendet, indem wir sein Info-Edit-Menü öffnen oder über die AutoCAD-Eigenschaften. Der Bewährungsstil definiert das Format und die Informationen, die angezeigt werden müssen. Wenn wir irgendeinen Aspekt eines Labels ändern wollen, müssen wir zum Label-Editor gehen. Nach dem Aufruf des Label-Editors bemerken wir drei verschiedene Bereiche auf dessen Oberfläche. Auf der linken Seite finden wir die Liste der vorhandenen Labelstile, sortiert nach Objekttyp. In der Mitte der Oberfläche finden wir das Vorschaufenster und auf der rechten Seite befindet sich das Eigenschaftenmenü. Wir können vorhandene Beschriftungen ändern oder neu erstellen. Für dieses Beispiel werden wir einen Labelstil für lineare Verlegungen erstellen, der den Kommentar und das Material unterhalb der Hauptlinie anzeigt. Das erste, was wir tun müssen, ist, den neuen Labelstil zu erstellen. Anstatt einen komplett neuen Stil von Anfang an zu erstellen, empfehle ich, einen vorhandenen Stil zu kopieren. Im Vorschaufenster müssen wir ein neues Textfeld erstellen, in dem wir die zusätzlichen Informationen platzieren werden. In diesem Vorschaufenster finden wir zwei Hauptobjekttypen: cyanfarbene Boxen und gelbe Felder. Jede Box besteht aus einem oder mehrere Felder. Um eine neue Textzeile hinzuzufügen, benötigen wir ein neues Feld. Dazu wählen wir den cyanfarbenen Rahmen und klicken auf eines der grünen Symbole, um eine Position für die neue Zeile zu wählen. Erzeugen wir eine Zeile unterhalb der Hauptzeile. Für unser neues Feld müssen wir seinen Typ von statischem Text auf Attribut ändern und seinen Attributtyp auf Text ändern. Jedes Feld kann durch Klicken auf das rote X-Symbol in der oberen rechten Ecke entfernt werden. Genauso verfahren wir, um eine neue Zeile mit dem Attribut Material anzulegen. Auch die Textformate sind editierbar. Jede Box hat eine eigene Konfiguration für die Texteigenschaften. Wenn wir fertig sind, übernehmen wir die Änderungen und schließen den Editor. Zurück in unseren Plan können wir das neue Label den gewünschten Verlegungen zuordnen.
Mein neuer Labelstil ist in der Liste der verfügbaren Labelstile hinzugefügt. Falls Sie den Beschriftungsstil, den die Befehle zur Erstellung der Bewährung als Standard verwenden, ändern möchten, gehen Sie in das Menü Stabstallstil. Auf der Registerkarte Optionen 2 finden wir eine Liste der Soficat-Bewährungsobjekte und den jedem zugewiesenen Standard-Labelstil. Wenn wir nach diesen Änderungen einen Zeiger erzeugen wollen, es wird jetzt meinen neuen Beschriftungsstil als Standard verwendet. Also, die Bewährungs- und Mattenstile sind für die Definition der Standardbeschriftungen verantwortlich, aber sie speichern auch die gesamte grafische Konfiguration der Soficat-Bewährungsobjekte wie Farben, Linientypen oder spezifische Einstellungen für die Konfiguration von Verlegungen oder Auszüge. Dieser Satz von Konfigurationen wird unter einem Stilnamen gespeichert. Zum Beispiel ist der Bewährungsstil, den ich jetzt verwende, Sophie25. Aber wenn wir wollen, kann ich einen anderen wählen oder einen neuen erstellen. Jetzt werde ich Ihnen einige der am häufigsten verwendeten Grafikoptionen in Sofika zeigen. Lass uns mit den Ändern der Farbe der Auszüge oder der Stabmarkierung-Ansicht anfangen. Da wir ein Element der Gruppe Bewährungsstab ändern wollen, finden wir seine grafischen Konfigurationsoptionen im Menü Stabstallstil. Auf der Registerkarte Auszug finden wir als erstes Element der Liste den Auszug. Wir markieren das Element und wählen dann die gewünschte Farbe aus. Nach Verlassen des Menüs mit OK klicken, werden wir die Änderungen übernommen. Der gleiche Arbeitsablauf kann für Auszug in der Schalung oder jedes andere Objekt der Bewährung verwendet werden. Für Darstellung der Bewährung im Schnitt bietet Soficat einen geplotteten Mindestdurchmesser an, um die dargestellte Größe der Stäbe zu erhöhen, um sicherzustellen, dass sie noch gedruckt werden, wenn der Maßstab des Ansichtfensters zu groß ist. Falls wir möchten, den realen Durchmesser des Stabes zu sehen, können wir diesen Wert auf 0,01 mm setzen, sodass er keine Auswirkungen mehr hat. Es ist möglich, zwischen den realen und der skizzenhaften Darstellung der Bewährungsstäbe umzuschalten. Wir finden diese Einstellung in der Option 1 der Stabstallstils. Eine weitere interessante Funktion ist Kreuzpunkt für die Verlegung. Diese erlauben es uns, an der Grundlinie und vor jedem verlegten Stab ein Symbol einzufügen. Anstelle einer Linie können wir auch einen Kreis verwenden. Nun ist es zu sehen, dass das Symbol mit den Beschriftungen kollidiert. Um dieses Problem zu lösen, haben wir mehrere Möglichkeiten. Die erste wäre, die Beschriftungen auszulöschen. Die zweite wäre, einen kleinen Abstandhalter zu verwenden, um die Beschriftung automatisch etwas weiter von der Grundlinie entfernt zu platzieren. Dazu fügen wir im Vorschaufenster ein neues Feld unterhalb des Hauptfeldes ein und ändern den Feldtyp auf Abstandhalter und den Parameter Höhe auf eine geeignete Größe. Denken Sie daran, dass der Stabstall und Mattenstil sowie die Beschriftungsstile zwischen Zeichnungen exportiert oder importiert werden können, sodass Sie nicht jedes Mal neu erstellen müssen. Natürlich ist es auch möglich, sie in Ihrer Projektvorlage zu speichern. Das waren die Grundprinzipien der grafischen Konfiguration in Soficat. Zunächst werde ich Ihnen zeigen, wie Sie Bewährungslisten erstellen. Zu diesem Zweck habe ich ein Projekt vorbereitet, das aus 3 Bauteilen besteht. Soficat bietet 2 verschiedene Werkzeuge für die Erstellung von Bewährungslisten: den Report-Browser und den Export nach DocX. Fangen wir mit der Einstellungen einer Liste mit dem Report-Browser an. Da ich die Informationen des einzelnen Bauteils exportieren möchte, entfernen wir das Häkchen beim Gesamtliste.
Nach dem Bestätigen mit OK wird der Report-Browser gestartet und die Liste für die Bewertung des ausgewählten Bauteils wird angezeigt. Im Einstellungsmenü können wir die Konfiguration einiger Tabellen ändern. Wir können auch die Sprache für den Plan umschalten. Soficat hat Deutsch und Englisch als vordefinierte Sprachen, aber wir können neu hinzufügen, indem wir die STLI-Dateien übersetzen, die im Roaming-Ordner von Soficat gespeichert sind. Wir können auch wählen, ob wir den Stab und Mattenliste als Text in unsere Zeichnung platzieren oder eine ABS-Datei für die Maschinenherstellung der Bewährung erzeugen möchten. Wenn wir unsere Änderungen abgeschlossen haben, können wir die Liste als PDF exportieren. Nach dem Schließen des Report-Browser fragt uns Soficat nach dem Einfügepunkt und der Textgröße für die Bewährungs- und Mattenliste. Zusätzlich können wir die Mattenschneideskizze und Biegeliste als DXF-Datei einfügen. Wenn wir die Bewährung in unseren Zeichnungen ändern, aktualisieren sich diese Dateien nach erneutem Aufruf des Befehls Startliste. Über die Option Gesamtliste können wir eine gesamte Bewährungsliste der Zeichnung ohne Berücksichtigung der Bauteilkonfiguration exportieren. Für den Fall, dass Änderungen erforderlich sind und wir eine Revision unseres äh, Plans erstellen, Soficat bietet auch eine Möglichkeit, die zusätzliche benötigten Stäbe als Differenzstartliste zu generieren. Nachdem wir die neue und geänderte Zeichnung mit einem passenden Namen gespeichert haben, rufen wir wieder den Report-Browser auf. Dann rufen wir den Befehl Differenzdatei auf und wählen die STL-Datei der vorherigen Version aus. Sofort wird die Information über die zusätzliche Bewährung angezeigt. Das andere Werkzeug, das uns die Erstellung von Bewährungslisten zur Verfügung stellt, ist der DocX-Export. Dabei handelt es sich um ein neues, auf Vorlagen basierender Workflow, das in Soficat 2020 implementiert wurde und viel flexibler und benutzerfreundlicher ist als der Report-Browser. Mit diesem Workflow können wir ganz einfach das Format und den Inhalt des Startliste definieren. Falls wir eine der vordefinierten DocX-Vorlagendateien öffnen, können wir eine Vorschau der Informationen sehen, die im Falle der Auswahl dieser Vorlage angezeigt werden. Die Tabelle, die wir sehen, enthält Bewährungsparameter zwischen geschweiften Klammern, die vom Soficat Dokumentengenerator erkannt und dann durch die entsprechenden Informationen ersetzt werden. Das Textformat und die Tabellen können nach Belieben neu angeordnet werden, indem man einen reinen Microsoft Word Workflow verwendet. Wir empfehlen, die Änderungen unter einem neuen Vorlagennamen zu speichern, um zu verhindern, dass sie nach einem Soficat-Update überschrieben werden. Detaillierte Informationen über die Parameter der Bewährung, die Formatierung des Dokuments und andere Funktionen wie Filter oder Textmarken finden Sie in der Dokumentation des Startliste. Nachdem wir eine geeignete Vorlage ausgewählt haben, drücken wir auf die Schaltfläche Erzeugen, woraufhin Microsoft Word automatisch gestartet wird und die generierte Liste angezeigt wird.
Der Arbeitsablauf zum Erstellen eines Differentialliste ist ähnlich dem bereits gesehenen. Wir rufen den Befehl Differentialliste auf, wählen die docx-Vorlage und die zu vergleichende dwg-Datei aus. Falls wir die Gesamtmenge an Stahl für ein Projekt herausfinden wollen, können wir den Befehl Summenplan aufrufen. Wir gehen nach dem bereits bekannten Arbeitsablauf vor, können wir aber diesmal mehrere dwg-Dateien auswählen, die summiert werden sollen. Nach dem Drücken des Erzeugen-Knopf wird die Berechnung des gesamten Stab- und Mattengewichts nach Dateien sortiert angezeigt. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie haben gelernt, Ihre Produktivität zu verbessern. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.